Schnell und ganz spontan. Was ist für euch ein typisch österreichisches Essen? Vielen von euch ist jetzt wahrscheinlich das berühmte Wiener Schnitzel eingefallen. Aber es gibt noch ganz viel mehr typische Speisen in Österreich. Und weil Essen und Trinken ein wichtiger Bestandteil von einer Kultur ist, schauen wir uns heute einmal eine Speisekarte an und zeigen euch typisch österreichische Gerichte. Los geht's! Die Speisekarte, die wir uns heute ansehen, ist die des Restaurants Die Fuchsen. Das ist ein Restaurant aus unserer Heimatstadt Salzburg, in das wir auch heute noch mit Freundinnen und Freunden und unserer Familie ab und zu hingehen. Die Fuchsen bietet traditionelles österreichisches Essen, aber auch andere Speisen und Ausgefalleneres. Es ist also für jeden und jede etwas dabei. Heute zeigen wir euch typische Suppengerichte, Jausen und vegetarische Gerichte. In einem anderen Video schauen wir uns dann Fleischgerichte und Süßspeisen an. Los geht's! Starten wir bei den Suppen. Da finden wir gleich etwas sehr Typisches, nämlich die Rindsuppe. Das ist eine Brühe, die unter anderem mit Rindfleisch und Knochen gekocht wird. Diese Suppe wird entweder mit Fredaten, Kaspressknödel oder Leberknödel serviert. Alle drei sind typische Suppeneinlagen. Kennt ihr diese schon? Schauen wir uns jetzt alle genauer an. Fredaten ist ein österreichisches Wort. So nennen wir Pfannkuchenstreifen oder wie es im Duden definiert wird, Eierkuchen. Und so sieht eine Fredatensuppe aus. Der Name kommt übrigens vom italienischen Frittata, was ein italienisches Omelett ist. Kaspressknödel. Knödel, das ist wieder ein typisch österreichischer oder süddeutscher Ausdruck. Und mit Knödel meinen wir ganz einfach Klöße. Knödel gibt es in ganz verschiedenen Varianten, süß oder sauer. Wir können sie als Suppeneinlage verwenden, wie eben diese Kaspressknödel, oder auch als Hauptgericht, als Beilage oder auch süß als Nachspeise. Die Serviettenknödel und eine süße Variante von den Knödeln zeigen wir euch in unserem anderen Video zum typischen österreichischen Essen. Was sind jetzt also Kaspressknödel? Kaspressknödel sind flach gedrückte Knödel aus Knödelbrot und Käse. Und weil wir die Knödel eben flach drücken oder pressen, heißen sie auch so. Ursprünglich sollen die Kaspressknödel aus Bayern oder Böhmen kommen. Mittlerweile gelten sie aber vor allem in Westösterreich als alpenländische Spezialität und sind ein Klassiker auf der Speisekarte. Typischerweise werden die Knödel mit einem lokalen Käse zubereitet. In Salzburg wäre das zum Beispiel der Bierkäse, im Pinzgau und im Pongau. In Tirol der Berg- oder Graukäse und in Vorarlberg der Surakäse aus dem Montafon. Und der Kaspressknödel muss nicht immer nur eine Suppeneinlage sein. Wir essen den Kaspressknödel auch gern als Hauptspeise, serviert mit Sauerkraut oder einem Salat zum Beispiel. Und übrigens, es gibt eine Soko Kitzbühel-Folge, in der es neben der Hauptgeschichte um ein Kaspressknödel-Wettessen geht. Schaut euch das gern an, wir verlinken euch alles in der Videobeschreibung. Als nächstes sehen wir uns die Leberknödelsuppe an. Das ist nicht nur in Österreich ein typisches Gericht, sondern auch in Deutschland und Tschechien. Hier bestehen die Knödel aus Knödelbrot einerseits und Rinderleber andererseits. Mein persönlicher Favorit dieser drei Suppen wäre die Kaspressknödelsuppe. Was ist euer Favorit? Gar keiner? Na dann schauen wir weiter zu den Jausen. Vielleicht ist da was für euch dabei. Jause ist auch ein typisch österreichischer Begriff. Einmal kann es eine Zwischenmahlzeit, einen Snack oder ein Pausenbrot meinen. Andererseits meinen wir damit aber auch ein kaltes Abendessen, das aus zum Beispiel Brot, Wurst und Käse besteht. Und diese Zutaten sehen wir auch bei der Bretteljause auf der Speisekarte der Fuchsen. Und Brettel heißt Brett und meint ganz einfach, dass die Jause auf einem Brett serviert wird. Essigwurst. Oder wie wir sagen würden, Essigwurst. Das ist auch ein typisches Gericht. Es ist ganz einfach ein Salat aus Wurst. Und die Wurst, die hier verwendet wird, wird die Knacker genannt. Brezen oder Brezeln kennt ihr sicher auch schon. Das ist zwar nicht nur, aber auch in Österreich sehr typisch. Wenn ihr Lust auf einen Salat habt, dann findet ihr auf vielen Speisekarten in Österreich, wie auch hier auf der Speisekarte der Fuchsen, den steirischen Backhändelsalat mit Kernöl. Händel ist wieder ein typisch österreichischer oder bayerischer Ausdruck für Brathuhn. Und steirisch meint
aus der Steiermark kommend und die Steiermark ist ein Bundesland in Österreich. Und so sieht ein steirischer Backhändelsalat aus. Es ist also ein Salat mit Hühnerfleisch, das in Streifen geschnitten wird und herausgebacken wird. Und das Ganze wird dann mit Kürbiskernöl angerichtet. Das Kürbiskernöl ist ein Öl, das aus Kürbiskernen hergestellt wird und besonders die Steiermark ist für ihr gutes Kürbiskernöl in Österreich bekannt. Kommen wir jetzt noch zu typischen vegetarischen Gerichten. Hier sehen wir die Kärntner Kasnudeln. Sie kommen, wie der Name schon sagt, aus dem Bundesland Kärnten. Schaut euch übrigens diesen Short an, wenn ihr alle Bundesländer Österreichs kennenlernen möchtet. Die Kärntner Kasnudeln sollen schon über 200 Jahre alt sein. Sie heißen zwar Nudeln, sind aber eigentlich gefüllte Teigtaschen. Und die Kärntner Kasnudeln gibt es auch wieder in verschiedenen Zubereitungsarten, die je nach Region variieren. Meistens ist es aber eine Topfenmasse, die mit Kartoffeln oder Erdäpfeln, Semmelbrösel und Kräutern gemischt wird. Das ist auch hier bei der Fuchsen der Fall. Das Besondere an den Kärntner Kasnudeln ist die Technik, mit der der Rand der Teigtaschen gemacht wird. Also jene Technik, damit der Rand dann so aussieht. Das wird auch gekrändelter Rand genannt. Wenn ihr mehr zu den Kärntner Kasnudeln lernen möchtet, dann schaut euch ein kurzes Video an, das wir euch in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr auch ein bisschen kärntnerisch hören. Und dann sehen wir hier noch wieder die Knödel. Und hier sind es Spinatknödel. Und auch die Kaspressknödel gibt es hier wieder. Wie wir euch vorhin schon gesagt haben, können wir eben Kaspressknödel nicht nur als Suppeneinlage essen, sondern auch als Hauptspeise. Hier werden die Kaspressknödel eben mit Salat oder mit Sauerkraut serviert. Dann haben wir noch die Salzburger Kasnocken, die für uns ganz typisch sind. Die Kasnocken, beziehungsweise in zum Beispiel Wien werdet ihr eher Nockerl hören, sind eine spezielle Variante der Käsespätzle, die typischerweise in einer Pfanne serviert wird. Nocken oder Nockerl ist ein typisch österreichischer Begriff. Damit meint man einen Teig aus Mehl, Eier, Milch und oder Wasser. Dieser Teig oder eben Teigstücke werden dann im Salzwasser gekocht. Den Kas, also den Käse, kennen wir schon von den Kaspressknödeln. Denn danach werden die in Salzwasser gekochten Nockerl kräftig mit Käse gemischt. Habt ihr die Salzburger Kasnocken schon einmal probiert? Und wenn ja, wie schmecken sie euch? Eine andere leckere Speise ist das Gröstl. Gröstl ist auch wieder ein typisch bayerischer und österreichischer Ausdruck und meint ganz einfach ein Gericht aus Röstkartoffeln. Bei der Fuchsen gibt es das steirische Gemüsegröstl, wieder angerichtet mit dem Kürbiskernöl von vorhin. Eine sehr bekannte Art von einem Gröstl ist aber auch das Tiroler Gröstl mit Kartoffeln, Speck, Rindfleisch und wer möchte Eiern. Boah, jetzt habe ich echt einen Hunger. Ich gehe jetzt was essen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß.